Servus da draußen. Ihr könnt's mir glauben, ich war ziemlich verwirrt, als ich damals mit Flames of War angefangen habe. Ich habe jetzt mittlerweile vor einer ganzen Zeit schon ein Flames of War Video gemacht, eben zu Was ist Flames of War. Hier in der Infokarte findet ihr einen Link zum Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt oder nicht wissen solltet, was eben Flames of War ist. Ich werde das Video auch dann unten nochmal verlinken in der Videobeschreibung, falls ihr es euch dann auch später anschauen wollt. Und damit geht es auch schon ins Video. Ich möchte hier heute ein bisschen darüber sprechen, was meiner Meinung nach ein guter Weg ist, um einzusteigen mit Flames of War, beziehungsweise was ich der Meinung bin, sollte man sich kaufen zu Anfang. Denn ich war da etwas verwirrt. Ich selbst komme aus der 3. Edition, bin quasi wieder Neueinsteiger, habe im Frühjahr 2020 wieder angefangen mit Flames of War, jetzt in der 4. Edition und habe damals in der 3. nur sehr wenig gespielt. Das heißt, Figuren hatte ich zum Großteil bereits, aber auf Regeln musste ich natürlich umsteigen, weil 4. Edition hier gespielt wird. Und da hatte ich ein bisschen eine Verwirrung zu Beginn. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, auf das ich jetzt auch gleich kommen möchte. Was natürlich das Wichtigste in jedem Spielsystem ist, sind eben die Regeln, die braucht man. Und das ist auch das, wo ich denke, das würde am Anfang ausreichen, sich das Regelbuch zu holen. Hier habe ich das Hardcover-Regelbuch der 4. Edition. Das kommt mit allem daher, was du als Anfänger brauchen würdest. Du hast hier die kompletten Regeln von Flames of War enthalten. Es gibt hier nichts Spezielles sonst mehr, das du brauchst, sondern alles, was an Grundregeln enthalten ist, ist hier dabei. Zusammen mit eben schon den ersten Sonderregeln zu den verschiedenen Armeen, die es gibt, damit man hier schon erste Spiele machen kann. Und das ist meiner Meinung nach auch alles aus diesem Grund, was man eben braucht, wenn man mit Flames of War anfangen möchte. Natürlich Figuren, das ist ein anderes Thema, sind natürlich auch wichtig, aber generell rein von den Regeln her reicht dieses Regelsystem hier. Und das, was eben zu meiner Verwirrung geführt hat damals, Anfang 2020, war, es gab dieses Regelbuch als quasi Late War Edition, wird glaube ich auch noch immer so bezeichnet. Das ist die aktuellste Variante und die ich aber kannte, denn ich habe das ein bisschen verfolgt mit dem Umstieg und der Einführung der 4. Edition, habe es aber nie gespielt und dort war es eben so und so kannte ich auch das 4. Editionsregelbuch mit dem Schriftzug hier unten, also das erste 4. Editionsregelbuch hat genau gleich ausgesehen und sieht gleich aus wie das hier, nur mit dem Unterschied, dass hier noch ein Schriftzug unten ist mit 1942 bis 1943, was eben dann der sogenannte Mid-War dann eben gewesen ist, die Zeitspanne, mit der damals auch die 4. Edition eingeläutet wurde. Und das hat halt bei mir dann ein bisschen dazu geführt, dass ich nicht wusste, was ich mir jetzt kaufen soll. Es gab diese 4. Editionsregeln eben mit diesem Schriftzug hier unten und dann dieses Buch, das komplett gleich aussieht, nur eben mit dem fehlenden Schriftzug. Und das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden habe, was das bedeutet, beziehungsweise was der Unterschied ist. Und deswegen wollte ich auch auf das hier jetzt noch eingehen, ganz kurz. Beide Varianten, egal welches ihr dann euch kaufen solltet, also wenn ihr in euren Hobbyladen geht und dort dieses Buch nicht findet, sondern nur das für die 4. Edition mit eben diesem 1942 bis 1943 Schriftzug, könnt ihr das getrost mitnehmen, denn die Bücher sind aus regeltechnischer Sicht eigentlich die gleichen. Also die ganzen Regeln von Flames of War, die hier drinnen stehen, sind auch im anderen Buch, dem sogenannten, dem älteren, sage ich jetzt mal, das zuerst in der 4. Edition erschienen ist, enthalten. Das, was diese Edition nur anders macht, beziehungsweise wieso diese als Late War Edition bezeichnet wird, ist einfach, man hat hier zusätzlich am Anfang des Buches im Geschichtsteil hier noch ein bisschen
etwas für den Zeitraum 1944 drinnen, was es damals eben im anderen Buch nicht gegeben hat, weil eben nur der Zeitraum 1942-43 abgedeckt wurde und damit auch dieser Sonderregelanteil hier mit den Amerikanern ist neu dazugekommen. Das sind aber insgesamt, glaube ich, gerade einmal 3 oder 4 Seiten, die neu sind. Alles andere ist komplett gleich mit dem anderen Buch. Und hier sind auch bereits Errata, soweit ich weiß, mit eingearbeitet worden, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und das sind eigentlich die einzigen Unterschiede. Das heißt, wenn ihr dieses Buch nicht unbedingt haben müsst oder nicht bekommen könnt aktuell, aber bei eurem lokalen Händler noch das andere Buch liegt, könnt ihr das ohne Probleme mitnehmen, denn die Regeln sind komplett identisch. Da gibt es keinen Unterschied. Ein bisschen blöd wird es natürlich, wenn man jetzt wirklich dann Amerikaner spielen möchte, aber okay, für den Anfang rein für die Regeln braucht man es dann erstmal nicht. Und ich habe mir dann auch dieses Buch gekauft, erst im Nachhinein, weil ich es einfach gut finde, diese Hardcover-Bücher zu haben und einfach auch fürs Regal. Da sind mir solche Bücher einfach lieber. Aber es ist nicht notwendig, dass ihr euch dieses Buch kauft. Das kostet, ich glaube, 20 Euro Normalpreis und ich glaube, ich habe dieses um 18 Euro gekauft bei einem Einzelhändler. Also ist jetzt nicht sonderlich teuer, aber ist auch nicht an und für sich notwendig, denn es gibt noch etwas Zweites und zwar das hier. Sieht ganz gleich aus und ist es auch. Das ist nur die Softcover-Variante in A5-Format, auch wenn man schaut, optisch komplett gleich, also ist vom Inhalt her das komplett gleiche System, auch bereits die abgedatete neue Ladeware-Variante. Auch hier gibt es eben wieder die andere Variante mit dem Schriftzug hier, mit den Jahreszahlen und verhält sich gleich wie bei der Hardcover-Variante. Nur Unterschied ist, diese Hardcover-Variante, die könnt ihr einzeln kaufen. Die Softcover-Variante hier bekommt ihr nur im Paket mit einer Starterbox. Also es gibt die 2-Spieler Starterbox. Ich glaube Hit the Beach heißt die jetzt. Die ist, glaube ich, gleich mit der 3. Edition. Kann ich euch dann kurz zeigen. Ich habe die von der 3. Edition noch hier. Das sind die Figuren, die identisch, also die gleichen, die drinnen sind. Deutsche und Amerikaner, glaube ich, oder Deutschen und Briten. Nein, ich glaube Amerikaner. Und dort ist eben so ein Regelbuch drinnen, wobei dort kann es natürlich auch sein, dass hier noch der alte Schriftzug dabei steht, weiß ich jetzt nicht. Und sonst gibt es noch die Armeeboxen für ungefähr 80 Euro und dort sind auch solche Softcover-Bücher drinnen. Also jede Armeebox um 80 Euro beinhaltet eben ein solches Softcover-Regelbuch. Das heißt, nicht mal hier müsst ihr mit einem 20 Euro bzw. 18 Euro Hardcover-Buch gehen, sondern könnt euch einfach eine Army-Box kaufen, die ich leider jetzt nicht mehr hier habe. Ich hatte eine, die habe ich aber gebaut, daher die Figuren zwar schon, aber keine Box mehr hier. Aber ich kann sie euch dann später nochmal zeigen, wie die aussieht. Und eben die könnt ihr euch zulegen und dort sind dann diese Softcover-Bücher drinnen und habt damit schon alles, was ihr zum Spielen braucht. Und ja, damit hätte ich gesagt, reicht es, das Spiel anzufangen. Ihr müsst euch nichts holen, wenn ihr es nicht wollt, außer eben ein Regelbuch, in welcher Form auch immer. Dort habt ihr alles drinnen, was ihr für den Anfang benötigen würdet. Ich komme dann gleich nochmal später dazu, wieso ich auch finde, dass das ausreicht. Aber zuerst noch etwas anderes, und zwar die Armeebücher. Es gibt dann hier auch eine ganze Reihe von Armeebüchern. Das ist jetzt nur mal eine Auswahl von 3 Stück. Hier ist es wichtig, dass ihr nicht nur auf eure Armee schaut, die ihr spielt oder spielen wollt, sondern auch auf die Zeit. Also ich habe hier jetzt das eben 3 als Beispiel hier mal mit. Es gibt noch mehr Bücher und es kommen auch immer mehr raus von Battlefront eben. Und hier zum Beispiel, das sind die D-Day-Bücher für Americans und eben für die Deutschen. Wie es der Name schon vermuten lässt, hier geht es eben, und auch wie es hier steht, um 1944, Normandie.
Und das wird auch hier abgebildet mit dem ganzen Hintergrundstyle, der hier enthalten ist, und auch wie das Ganze aufgebaut ist um diese Zeitspanne quasi gedacht. Und dann hier haben wir das Fighting First Buch. Und wie man hier auch sieht, hier geht es auch um die Amerikaner, also US Forces in North Africa, 1942 bis 1943. Und da macht es Flames of War einfach so, dass ihr hier für verschiedene Zeitspannen verschiedene Bücher eben habt. Die sind vom Aufbau her alle gleich, aber es gibt halt dann Unterschiede in den Einheiten, weil manche Einheiten sind zum Beispiel hier in Afrika gar nicht zum Einsatz gekommen oder hat es damals noch gar nicht gegeben. Und daher sind solche Einheiten hier auch nicht drinnen, sondern die findet ihr dann zum Beispiel im D-Day American Buch. Oder andere Möglichkeit, die Einheitenkosten. Flames of War wird grundsätzlich mit 100 Punkten pro Armee gespielt. Und da kann es natürlich vorkommen, wenn man sagt, okay, zum Beispiel Shermans sind in Afrika jetzt nicht so viele im Einsatz gewesen. Damals zu der Zeit gab es gar nicht so viele, die gebaut waren. Jetzt sind die Sherman hier dann in diesem Buch von den Kosten her teurer. Wollt ihr jetzt mehr Panzer zum Beispiel auch spielen, ist es vielleicht dann eine Überlegung, doch eher auf D-Day zu gehen, wo die gleiche Einheit mit gleich vielen Shermans, der genau gleichen Bewaffnung von den Punkten her weniger kostet. Da könnt ihr auch mehr Panzer dann mitnehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber eine Sache, die ganz wichtig dabei ist, mit diesen Zeiten, in denen gespielt wird, eben hier Late War bzw. Mid War hier, dass ihr mit euren Mitspielern das vorher abklärt. Oder wenn ihr natürlich auch zu zweit in das Spiel einsteigt oder als Gruppe von vorne beginnt, dann macht euch das vorher aus, mit welcher Zeit ihr beginnen möchtet oder wo ihr spielen möchtet. Nicht, dass dann der eine Spieler sagt, okay, ich spiele Deutsche, kauft sich dann das D-Day German Buch, und der andere Spieler sagt, ja passt, dann nehme ich die Amerikaner und kauft sich dann das Fighting First. Denn das passt nicht zusammen. Sehr wahrscheinlich, man kann es vermutlich spielen, aber man wird halt meiner Meinung nach sehr schlechte Karten haben, wenn man dann mit Fighting First gegen D-Day Bücher antritt. Also das auf alle Fälle im Hinterkopf behalten, dass ihr hier euch die richtigen Bücher dann zulegt. Wobei, wie gesagt, ist für den Anfang nicht nötig. Für die ersten 1-2 Testspiele reicht das Regelbuch. Dort sind alle Regeln drinnen, die ihr zum Spielen braucht. Plus auf der Hinterseite schon erste Armee-Sonderregeln und dann eben speziellere Regeln gibt es dann eben jeweils in diesen Büchern hier. Und jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, aber wie schaut es jetzt mit den Regeln aus? Ja, es stimmt, die Regeln natürlich zu den einzelnen Einheiten. Ich gebe hier das Buch auch mal kurz weg. Nehme das hier als Beispiel. Die Regeln hier sind natürlich in den Büchern drinnen. Also hier hat man zum Beispiel so eine Einheitenkarte, die genau angibt, alle Profilwerte, die man im Spiel benötigt, inklusive eventueller Regeln. Die sind hier drinnen und man kann mit diesem Buch auch vollkommen spielen. Und man braucht dann in späterer Folge diese Bücher auch in Bezug auf diese Formationen, denn mit Hilfe solcher Formationen wird dann eine Armee zusammengestellt. Also ihr werdet auf alle Fälle in späterer Folge dann eines dieser Bücher brauchen, wenn ihr richtig dann in Flames of War einsteigt. Aber rein von den Einheiten, also von den Einheitenfähigkeiten und von den Einheitenprofilwerten, ist es zu Beginn nicht nötig, wie ich vorhin meinte. Und das hat eben den Grund, dass es hier auch diese Unit Cards gibt. Die kosten, glaube ich, irgendwie 12 bis 16 Euro, wenn es mich nicht ganz täuscht. Normaler Verkaufspreis im Einzelhandel sind sie ein bisschen günstiger. Je nachdem, welches Set ihr kauft, weil da gibt es viele Karten drinnen. Hier sieht man schon, das ist das Unit Card Stack für die Amerikaner, für eben D-Day. Das ist dann auch passend hier zu dem Buch. Das D-Day American Buch hat dann eben die D-Day American Unit Cards. Und hier habt ihr dann eben alles drinnen, was ihr an Einheiten braucht. Und zwar die vollständigen, die hier in dem Buch drinnen sind. Soweit ich weiß, wenn ihr jetzt Einheiten kauft, also die Modelle,
sind dort auch diese Unit Cards jeweils dabei. Falls das wer weiß, bitte schreibt es gerne in die Kommentare, damit wir es dann auch hier dann schwarz auf weiß haben. Denn ich habe mir nichts gekauft bisher für die 4. Edition, denn ich habe noch alte Figuren. Das Einzige, was ich kurz zeigen kann, was ich mir eben gekauft habe, war eben, was ich vorhin schon sagte, es gibt diese Armeeboxen, wenn ich sie jetzt finde. Hier sind wir. Und zwar, es gibt hier diese Armeeboxen, die kosten 80 Euro. Das ist jetzt hier die DD American Starter Force. Da sind ungefähr, je nachdem welche Armee, um die 75 bis teilweise auch mehr Punkte enthalten, die man nur alleine aus dieser Box bauen kann. Und eben wie vorhin schon gesagt, 100 Punkte braucht man. Das heißt, mit dem, was man hier sieht, also dieser einen Box plus diesen 3 Sachen hier dazu, beziehungsweise diesen 2 Boxen hier noch dazu, hat man alles, was man braucht für eine 100-Punkte-Liste. Also ist man mit diesen Boxen schon sehr gut aufgestellt und deswegen habe ich mir damals auch eine dieser Boxen geholt und dort sind eben die Unit Cards dabei gewesen für die Einheiten aus der Box und daher gehe ich auch davon aus, dass wenn ihr euch eine dieser Boxen kauft, mit den einzelnen Einheiten diese Unit Cards auch dabei sind und für den Fall, dass eben nicht oder dass ihr andere Figuren vielleicht so wie ich schon habt aus früheren Editionen, dann gibt es hier dieses Kartendeck. Da, wie ihr hier seht, das ist recht viel. Und ihr habt hier alle Karten enthalten, die auch in dem Buch an Einheiten drinnen sind. Und hier ist eben das genau gleich aufgebaut. Das sieht gleich aus wie das, was wir vorhin im Buch gesehen haben. Die ganzen Einheiten, Profilwerte und eben auf der Rückseite noch, wie viele Punkte das diese kosten für die American, wenn man nach diesem Buch eben spielen möchte. Und das ist hier für alle möglichen Einheiten dabei. Und das war auch der Grund, wieso, also diese Unit Cards sind auch der Grund, wieso ich denke, dass es ausreicht, sich für den Anfang das Regelbuch zu kaufen. Denn man kauft sich das Regelbuch. Dieses, wie gesagt, bekommt man nur in einer der Armeeboxen. Aber eben das Hardcover-Buch kostet 20 Euro. Dort hat man alle Regeln drinnen. Man hat bereits erste Sonderregeln für die Figuren, für die Einheiten dabei. Und dann kauft man sich noch zusätzlich dieses Kartenpack hier für eine der Fraktionen, für die passende Zeit, in der man dann möglicherweise spielen möchte. Und hat hier eben alle Einheitenprofile, inklusive der Punktwerte auf der Rückseite und auch Special Rules der Einheiten. Und damit kann man eigentlich schon loslegen. So meine Meinung, und daher ist es nicht notwendig, sich ganz zu Anfang schon eines dieser Armeebücher zu kaufen, aber wenn man dann etwas drinnen ist, schon in Flames of War und das ein oder andere Spiel gespielt hat, möchte man sehr wahrscheinlich auch die Armee erweitern, die Sammlung erweitern und dann macht es eben Sinn, sich das passende Armeebuch zu holen. Weil dort hat man dann eben wirklich alles drinnen und bekommt mehr Hintergrund, also mehr geschichtlichen Abriss. Die Einheiten werden hier auch nochmal erklärt in Bezug auf nicht sonderlich spielrelevante Informationen, aber einfach durchaus interessante Sachen meiner Meinung nach. Und dann hier weiter hinten habt ihr dann eben die Formationen drinnen, die einzelnen und die Einheitenkarten nochmal, die eben gleich sind hier vom Format her wie hier die Karten selbst. Also das sieht genau gleich aus. Und eben wie ich vorhin sagte, braucht ihr diese Bücher, diese Armeebücher dann auch, wenn ihr normal spielen wollt mit den 100 Punkten, weil hier dann diese Armee-Zusammenstellungsregel mit den Formationen zu tragen kommt, was für die Anfangs 1, 2 Spiele, 3 Spiele definitiv nicht relevant ist. Aber im Nachhinein möchte man dort sicher aufrüsten und dafür braucht man die Bücher dann auf jeden Fall auch, sind aber wie gesagt nicht zwingend gleich zu Beginn relevant und notwendig. Und dann eben hier jetzt noch als Abschluss, mehr oder weniger vielleicht
Vielleicht fällt mir sonst noch was ein, aber mal hier noch ein Thema, was ich vorhin bereits gesagt hatte. Diese Armeeboxen sind auch eine ganz gute Möglichkeit, um einzusteigen, wenn man gleich von Beginn sagt, okay, ich will etwas mehr Geld ausgeben, nicht nur die 20 Euro fürs Regelbuch, denn ich habe ohnehin noch keine Figuren. Dann macht es natürlich Sinn, okay, zu sagen, man geht den zweiten Weg, den ich vorschlagen würde. Meiner Meinung nach den ersten Weg mit dem Hardcover-Regelbuch würde ich Leuten empfehlen, die so wie ich umsteigen, von einer früheren Edition jetzt auf die vierte. Dass man sagt, okay, ich habe bereits Figuren, ich kaufe mir das Regelbuch, dann habe ich alles, was ich an Regeln benötige. Und je nachdem, welche Zeit ich spielen möchte oder welche das bei uns gespielt wird in der Spielgruppe, hole ich mir noch das passende Armeebuch dazu, das ich spielen möchte. Und für die Figuren, die ich habe, plus dann eben eventuell noch als Goodie die Unit Cards. Ist aber wie gesagt nicht notwendig. Ist aber ganz nett, wenn man diese Karten eben auslegen kann zu Beginn des Spiels eben auf dem Spielfeld oder auf der Seite. Dann hat man immer gleich die Regeln zur Hand und muss nicht im Regelbuch blättern. Und eben für alle Anfänger oder Einsteiger, die überhaupt noch nichts haben von Flames of War, eben auch keine Figuren, weil man muss ja auch nicht unbedingt die Figuren hier verwenden von Battlefront, auch wenn ich gemacht habe. Es gibt ja auch andere Hersteller, aber wenn man wirklich noch gar nichts hat, dann ist meine Empfehlung, startet mit einer dieser Boxen hier. Das ist eine Armeebox, die eben mit diesem ganzen Inhalt, wie es hier abgebildet ist, schon daherkommt. Und hier habt ihr dann auch, das finde ich auch ganz cool an diesen Army-Books, dass ihr in jedem dieser Army-Books immer so eine Beispielarmee drinnen habt, die immer aufgebaut ist um so eine Army-Box herum. Also das gibt es dann auch bei den Deutschen. Genau hier gibt es das Ganze auch. Hier wurde dann eben die German Starter Force verwendet. Dort ist ebenfalls auch wieder so ein Softcover-Regelbuch drinnen, plus die ganzen Figuren und Einheitenkarten. Und da würde ich eben, wie gesagt, für jemanden, der noch überhaupt nichts hat von Flames of War, damit beginnen. So eine Starter Force, die kostet 80 Euro im Normalpreis. Ich habe meine im Einzelhandel um 72 Euro gekauft. Ich habe gesehen, sie kosten im Einzelhandel je nachdem, bisher, was ich gesehen habe, zwischen 65 und 72 Euro. Da kann man nichts dafür sagen. Das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und was ich vorhin auch schon gemeint hatte, für dieses Geld, wenn man wirklich sagt, man will gleich etwas mehr investieren oder ist eben Anfänger und kauft sich so eine Starter Force, bekommt man schon rund 70, 80 Punkte. Ich glaube, es sind sogar mehr bei den Deutschen. In der deutschen Starter Force kann man sogar noch mehr aufbauen. Aber hier bei den Amerikanern sind es so um die 70 bis 75 Punkte. Und eben 100 Punkte ist die Normalstandardgröße für ein Spiel. Das heißt, nachdem man diese Armee-Box sich gekauft hat, diese Starter Force, und ein paar Spiele gemacht hat, kann man hier das Hinzufügen von 2 weiteren Boxen ganz einfach diese Armees zusammenbauen, so wie sie hier ist. Und hier gibt es dann eben noch diese zusätzlichen Command Cards, die habe ich jetzt auch hier. Würde ich aber sagen, sind nicht wirklich notwendig für den Anfang. Sie wurden hier natürlich verwendet für die Beispielarmee, natürlich um eine Werbung dafür zu machen, dass es diese gibt, diese Command Cards. Aber diese Lucky Card kennt jeder, die hier dann auch verwendet wurde aus dem Set, aus dem Kartendeck. Und das ist einfach nur ein Reroll. Und wenn man die Karte nicht hat und diesen Reroll dann trotzdem verwendet und sagt, man hat die Lucky Card dabei, wird auch keiner was sagen, schätze ich mal. Daher keine Schwierigkeit, würde ich mal sagen. Und ja, das hätte ich auch gemeint, sind meiner Meinung nach die beiden besseren Varianten, mit denen man anfangen kann mit Flames of War in der 4. Edition. Und es reicht, wie gesagt, vorhin eines der beiden Bücher. Ich habe hier zwar beide Regelbücher, aber das ist ein
meiner Meinung nach ein Gimmick. Das Hardcover-Regelbuch braucht man nicht unbedingt. Kauft man sich eine Starter-Force für diese knapp 80 €, hat man hier das Softcover-Buch schon immer dabei. Mich würde jetzt noch interessieren, wie dir dieses Video gefallen hat. Schreib das gerne in die Kommentare. Und falls du noch nicht abonniert hast, bitte auch gerne ein Abo dalassen, denn das wird mir sehr viel weiterhelfen in Bezug aufs Wachstum am Kanal, um weiterzukommen und natürlich auch für mich eine Motivation, um mehr Videos zu machen. Auch wenn ihr mehr Flames of War Videos haben wollt, sehen wollt, gerne in die Kommentare, was euch interessieren würde. Vielleicht bekomme ich das irgendwie hin, dass ich sowas machen kann. Ein Video zu den Themen, die euch eben interessieren. Und jetzt zum Schluss noch hier eben dieses Thema, was ich vorhin gemeint hatte, das gibt es auch noch. Das ist die 2-Spieler Starterbox Open Fire. Jetzt heißt sie anders. Enthält eben, wie gesagt, hier dann eine Kombination aus Briten und Amerikanern auf der einen Seite und dann eben Deutsche als zweite Armee. Und das ist eben eine 2-Spieler Starterbox. Das war die von der 3. Edition damals, die ich mir gekauft hatte. Sieht jetzt ein bisschen anders aus und heißt, glaube ich, auch nicht mehr Open Fire, sondern hat einen neuen Namen. Man sieht auch hier, das ist noch das alte Regelbuch eben von der 3. Edition. Aber vom Inhalt her, soweit ich weiß, soweit mir bekannt ist, ist das hier komplett gleich vom Inhalt wie die jetzt aktuelle 2-Spieler Starterbox. Also wenn ihr zu zweit seid, um mit Flames of War anzufangen, ist es vielleicht auch eine gute Idee, nicht unbedingt mit der Starter-Force zu gehen, wie ich vorhin sagte, sondern dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass ihr hier euch die 2-Spieler Starterbox holt und seid auch schon ready to go und habt auch ein Regelbuch drinnen. Eben jetzt nicht mehr das, was ich meinte vorhin oder hier zu sehen war, sondern eben dieses hier in dieser Softcover-Variante. Das ist hier einmal dabei, plus diese ganzen Figuren, die wir hier vorhin gesehen haben. Das ist schon eine ganze Menge. Ein bisschen hier was für die Deutschen und dann eben ein paar mehr Panzer, natürlich auch mehr Shermans für die Amerikaner, beziehungsweise auch sind hier Firefly dabei für die von den Briten. Also da kann man sich dann ein bisschen entscheiden, in welche der beiden Richtungen man gehen möchte. Aber meiner Meinung nach eine sehr gute Box, wenn man eben zu zweit starten möchte. Ja, auch hier gerne, falls irgendwer noch weitere Informationen hat, die er teilen möchte, auch wieder unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.